11 Rentenirrtümer, die weit verbreitet sind. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr als 11, aber ich habe jetzt mal hier die 11 aus meiner Sicht wichtigsten Irrtümer zusammengetragen, wobei ich denke, dass Irrtum Nummer 11, das letzte Irrtum, für viele ganz neu ist. Und deswegen bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran, schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an, um alle 11 Rentenirrtümer mitzubekommen. Sichern Sie sich inzwischen den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder holen Sie sich die Anleitung für die Steuererklärung als Rentner in Form eines Downloads oder als Taschenbuch. Die Links finden Sie auch unter diesem Video. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Rentenirrtum Nummer 1. Die Rente wird mit Erreichen der Regelaltersgrenze automatisch ausgezahlt. Das ist natürlich nicht richtig. Die Rente muss beantragt werden, idealerweise 2 bis 4 Monate vor dem eigentlichen Renteneintritt. Und zwar wird sie beantragt bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See oder bei regionalen Trägern. Ich persönlich habe meine Rente vor Ort, wenige 100 Meter nur von meiner Wohnung entfernt, bei einem versicherten Ältesten beantragt. Die versicherten Ältesten sind ehrenamtlich Tätige im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung, aber sie nehmen auch die Rentenanträge auf. Vielleicht haben auch Sie einen versicherten Ältesten in der Nähe, dann nehmen Sie diesen in Anspruch. Irrtum Nummer 2: Die Rente ist steuerfrei. Das stimmt so auch nicht, denn die Renten waren eigentlich schon immer steuerpflichtig. Nur bis 2004 wurden sie mit dem Ertragsanteil versteuert und waren dadurch sehr weit vom Grundfreibetrag entfernt. Mit dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 hat sich das wesentlich geändert und jeder ist für sich selbst verantwortlich, zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob er steuerpflichtig mit seiner Rente wird. Rentenirrtum Nummer 3. Man kann bei der Rente unbegrenzt hinzuverdienen. Das ist nein, nur bedingt richtig. Man kann unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird, wenn man die Regelaltersgrenze erreicht hat. Hat man die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht, darf man bis maximal 6.300 € im Jahr dazu verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Aber hier, Achtung, das verwechseln viele. Der Minijob ist bis 450 € im Monat, also bis 5.400 € im Jahr steuerfrei. Das bedeutet, wenn Sie bis 6.300 € dazu verdienen, liegen Sie über diesen 5.400 € und somit ist der Hinzuverdienst komplett steuerpflichtig. Irrtum Nummer 4. Rentner brauchen keine Steuererklärung zu machen. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich im Punkt 2 gesagt habe. Aber es ist so, dass mit jeder Rentenanpassung der steuerpflichtige Teil der Rente steigt und immer mehr Rentner dadurch steuerpflichtig werden. Und ich wiederhole mich nochmal, jeder ist für sich selbst verantwortlich zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob eine Steuerpflicht vorliegt oder nicht. Wer das nicht macht, der erlebt irgendwann böse Überraschungen, denn die Zahlen, die liegen ja beim Finanzamt vor, die wissen ganz genau, wie hoch ihre Renten sind und irgendwann bekommen sie dann eine Aufforderung für mehrere Jahre und das kann sehr, sehr teuer werden. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Rentner, die im Ausland leben, brauchen keine Steuern zu zahlen. Ja, das ist natürlich auch nicht richtig. Es kommt darauf an, ob Sie als Rentner im Ausland einen Wohnsitz in Deutschland haben oder sich aus Deutschland komplett abgemeldet haben. Sind Sie zum Beispiel einer von den Rentnern, die im Winter in warmen Gegenden überwintern und haben aber ihren Wohnsitz in Deutschland, ist das eine ganz andere Sache. Haben die sich aber aus Deutschland komplett abgemeldet, dann kommt es darauf an, welches Land Sie gewählt haben für Ihren Altersruhesitz. Und es gibt mit vielen Ländern, nicht mit allen, aber mit fast allen Ländern der Welt Doppelbesteuerungsabkommen, um eben eine Doppelbesteuerung zu verhindern. Ja, das ist unterschiedlich geregelt. Da müssen Sie sich selber erkundigen, was in dem Land, was Sie für Ihren Altersruhesitz gewählt haben, zutrifft. Aktuell gibt es 25 Länder, in denen Sie keine Steuererklärung als deutscher Rentner abgeben müssen. Ich schreibe Ihnen die 25 Länder unter diesem Video, da können Sie noch mal in Ruhe nachlesen. Irrtum Nummer 6. Ich brauche keine Belege aufzuheben.
Gut, das ist bedingt richtig. Belege brauche ich auf jeden Fall, aber ich brauche seit einigen Jahren keine Belege mehr mit der Steuererklärung einzureichen. Fordert das Finanzamt Sie aber auf, bestimmte Positionen nachzuweisen, dann müssen Sie natürlich schon die Belege vorweisen können. Bei Rentnern sind das in der Regel bestimmte Versicherungsbeiträge oder aber auch außergewöhnliche Belastungen, wenn Sie jetzt hohe Kosten hatten für Brille, Kontaktlinsen, Hörgerät, Zahnersatz, Medikamente, Kurkosten und so weiter, dann möchte das Finanzamt bei dem einen oder anderen Fall schon die Nachweise sehen. Eine weitere Position, was bei Rentnern anfallen kann, sind die haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen. Auch hier müssen Sie natürlich die entsprechenden Belege haben, also die Rechnung mit dem dazugehörigen Kontoauszug. Können Sie diese nicht nachweisen oder Sie haben bar bezahlt, dann werden diese beantragten Kosten gestrichen. Irrtum Nummer 7. Alle Versicherungen sind steuerlich absetzbar. Das stimmt so natürlich auch nicht, denn alle Sachversicherungen können steuerlich nicht geltend gemacht werden. Sachversicherungen sind Versicherungen, wie das Wort schon sagt, die Sachen versichern, also die Gebäudeversicherung, die Hausratversicherung, die Glasversicherung, die Kaskoversicherung beim Auto, Boot oder Motorrad. Steuerlich geltend machen können Sie alle Arten von Haftpflichtversicherung, angefangen von der privaten Haftpflicht über die Autohaftpflicht, Bootshaftpflicht, Hundehaftpflicht und so weiter, Unfallversicherungen und alle Versicherungen, die das Todesfallrisiko abdecken, also die Risikolebensversicherung oder auch eine Sterbegeldversicherung. Ob diese ganzen Versicherungen letztendlich eine steuerliche Auswirkung haben, das hängt von der Höhe ihrer Einnahmen ab. Irrtum Nummer 8. Handwerkerkosten kann man nur in vermieteten Immobilien absetzen. Natürlich kann man als Vermieter Instandhaltungs- und Modernisierungskosten bei den Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung steuerlich absetzen. Aber auch als Mieter einer Mietwohnung oder als Wohneigentümer können Sie natürlich Ihre Handwerkerkosten steuerlich absetzen. Als Mieter einer Mietwohnung bekommen Sie eine Nebenkostenabrechnung oder auch Betriebskostenabrechnung im Volksmund genannt. Und da sind bestimmte Positionen, also Arbeitsleistung, Kosten, die Lohn darstellen, die Sie in Ihrer Steuererklärung geltend machen können. Es spielt keine Rolle, ob Sie an Ihren Vermieter nachzahlen mussten oder ob Sie eine Steuererstattung bekommen. Suchen Sie sich die Positionen aus Ihrer Nebenkostenabrechnung raus. Manche Hausverwaltungen führen das auch extra auf nach § 35 und entstehen da mehrere Positionen. Als Eigentümer selbstgenutzten Wohneigentums, ja, da haben Sie auf jeden Fall Handwerkerrechnungen wie den Schornsteinfeger, die Heizungswartung oder auch sonstige Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Und selbstverständlich können Sie diese Kosten, also Arbeitslohn und An- und Abfahrt oder auch die Mietkosten für Maschinen steuerlich geltend machen. Steuerlich nicht geltend machen können Sie Materialkosten. Aber dazu habe ich schon mal ein gesondertes Video gemacht. Irrtum Nummer 9. Rentenabschläge enden mit Erreichung der Regelaltersgrenze. Das ist falsch. Wer sich einmal dafür entschieden hat, mit Rentenabschlägen in Rente zu gehen, der behält diese sein Leben lang. Das war's. Fertig. Irrtum Nummer 10. Das Renteneintrittsalter ist 67. Ja, das stimmt so auch nicht. Für alle, die nach 1964 geboren sind, ist das richtig. Da ist das Renteneintrittsalter 67 Jahre. Für alle, die vor 1964 geboren sind, wird das Renteneintrittsalter schrittweise von 65 auf 67 angehoben. Rentenirrtum Nummer 11, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp. Also das wissen wirklich ganz, ganz viele nicht. Und zwar, Rentenansprüche bei der Scheidung sind endgültig. Also in der Regel wird ja bei der Scheidung der Versorgungsausgleich durchgeführt und damit sind die wechselseitigen Rentenanwartschaften abschließend geregelt. Es gibt aber bestimmte Fälle, wo man auch nach der Scheidung eine Ausgleichsrente geltend machen kann. Das sind zwar meist Altfälle, vor Änderung des Versorgungsausgleichsgesetzes 2009, aber der Versorgungsausgleich kann rückgängig gemacht werden, wenn der Begünstigte noch vor Renteneintritt verstirbt oder zum Zeitpunkt seines Todes nur kurze Zeit Rente bezogen hat. Und kurze Zeit bedeutet unter 3 Jahren. Also es dürfen nicht mehr als 3 Jahre vergangen sein.
Und dann müssen sie natürlich selber tätig werden. Also es ist schon ein bisschen aufwendig, aber wer so 200, 300 oder auch 400 € Rentenansprüche irgendwann mal durch Scheidung abgegeben hat, für den macht es durchaus Sinn, dafür zu kämpfen. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, langwierig, aber unterm Strich lohnt es sich. Bei Wiederheirat eines Betroffenen kann der Versorgungsausgleich natürlich nicht rückgängig gemacht werden. Ich habe mir hier noch ein kleines Beispiel aus der Praxis. Wir haben einen Bekannten, der ist jetzt Ende 70, der war, ja, wie das Leben so spielt, dreimal verheiratet und seine ersten beiden Frauen haben natürlich einen Versorgungsausgleich bekommen. Inzwischen sind alle drei verstorben, also er ist zweimal geschieden, einmal verwitwet und könnte jetzt für den Versorgungsausgleich von den beiden ersten Ehefrauen seine Pension anteilig zurückholen. Er war Polizeibeamter, ist Pensionär und er sagte zu mir, also weißt du, mir geht es so gut, ich bin Ende 70, ich habe alles, was ich brauche. Das ist mir einfach zu nervig. Wenn ich jetzt wenig Rente hätte, würde ich darum kämpfen, aber ich müsste mir jetzt einen Anwalt nehmen, das ist mir zu aufwendig. Gut, das ist seine Meinung. Er kann gut leben von seiner Pension, hat ein schuldenfreies Einfamilienhaus und ist nicht darauf angewiesen. Aber wirklich für viele den Tipp, die es betrifft, wurden sie mal geschieden und der geschiedene Partner ist verstorben und hat unter 3 Jahren von ihrem Anteil Rente profitiert, dann versuchen sie, sich diesen Anteil zurückzuholen. Ich denke, das ist wohl ein Tipp, den viele nicht wissen. Ja, meine lieben Zuschauer, das waren 11 Rentenirrtümer. Es gibt ja noch wesentlich mehr, aber die wichtigsten habe ich Ihnen jetzt hier mal zusammengefasst. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit den Tipps weiterhelfen konnte. Und ich denke wirklich, dass der Tipp Nummer 11, das Rentenirrtum Nummer 11, ein Irrtum ist, was viele Leute wirklich nicht wissen, dass sie nach einem Versorgungsausgleich sich ihren Rentenanspruch zurückholen können unter bestimmten Voraussetzungen. Hat Ihnen das Video gefallen? Geben Sie bitte einen Daumen nach oben, kommentieren Sie unten, was Sie weiter wissen möchten, zu welchen Themen möchten Sie Videos haben. Haben Sie jetzt zu diesem heutigen Video Fragen, schreiben Sie es unten in die Kommentare und lassen es mich wissen. Alles Gute für heute, Jutta Martin.